Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema Kriegskasse leer, Tresore voll. Während an der Front immer mehr Soldaten sterben, werden im Hinterland der Ukraine Tresore mit Geld und Gold von unserem Steuergeld gefüllt. Was ist da los? Deutschland gehört zu den größten Unterstützern der Ukraine. Seit Beginn des Krieges flossen zweistellige Milliardenbeträge aus deutschen Steuermitteln nach Kiew für Waffen, Munition, Ausbildung, Wiederaufbau und direkte Budgethilfen. Die politische Begründung lautet Solidarität, Verteidigung Europas, Schutz der Freiheit. Man kann es kaum mehr hören. Doch während an der Front ukrainische Soldaten mit mangelhafter Ausrüstung kämpfen und sterben, wächst im Hinterland der Reichtum einzelner Staatsbediensteter in kaum vorstellbaren Dimensionen. Öffentliche Vermögenserklärungen deuten darauf hin, dass Teile der ukrainischen Elite ihr Geld nicht in den Staat investieren, sondern in Gold. Und so sieht die Wirklichkeit aus. Die Ukraine leidet nicht nur unter russischem Beschuss, sondern zunehmend unter innerer Aushöhlung. Korruptionsskandale erschüttern das Land in einer Phase maximaler Abhängigkeit vom Westen. Für deutsche Steuerzahler stellt sich damit eine unbequeme Frage: Was geschieht mit dem Geld, das unter großen politischen Opfern nach Osteuropa, nach Kiew überwiesen wird? Kürzlich bestätigte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen wegen eines besonders brisanten Falls. Ein privates Unternehmen hatte der Armee Minen geliefert, die mangelhaft oder unbrauchbar waren, trotz Verträgen im Wert von rund 200 Millionen Euro. Gelder, die für hochwertige Rüstungsgüter vorgesehen waren, sollen teilweise in privaten Taschen verschwunden sein. Interne Gesprächsmitschnitte, die im Zuge der Ermittlungen bekannt wurden, lassen tief blicken. Beteiligte sprechen offen über recycelte Materialien, improvisierte Modifikationen und darüber, dass man im Gefängnis landen würde, sollte der Vorgang öffentlich werden. Für Soldaten an der Front bedeutete diese Korruption konkrete Gefahr, fehlende Minen, unzureichender Schutz, ein erhöhtes Risiko für Verwundung oder Tod. Hier mal ein Beispiel, das die Kiew Post veröffentlichte, und zwar Auszüge aus einem Gespräch zwischen zwei mutmaßlich beteiligten Personen unter Berufung auf den Bericht der Staatsanwaltschaft. Der ursprünglich von der Nachrichtenagentur Unian publizierte Gesprächsauszug lautete wie folgt, ich zitiere: Teilnehmer 5: Was zum Teufel habt ihr mir schon wieder geschickt? Was ist das? Verwendet ihr recycelte Materialien? Teilnehmer 4: Wir haben eine modifizierte Version geschickt. Anstelle normal hergestellter Produkte Minen haben wir Modifikationen aus einer Art Munition vorgenommen. Teilnehmer 5: Ich habe die Nase voll von dem ganzen Mist. Wenn außer uns jemand, Gott bewahre, davon erfährt, dann landen wir, du und ich, im Gefängnis. Zitat Ende. Der entstandene Schaden wird auf rund 60 Millionen Euro beziffert. Ein erheblicher Teil floss in eine angebliche Produktionslinie, die nie in Betrieb ging. Mehrere Verdächtigte wurden festgenommen. In besonders schweren Fällen steht sogar der Vorwurf fahrlässiger Tötung im Raum. Parallel zu diesen Enthüllungen berichten ukrainische Medien über eine auffällige Entwicklung. Immer mehr Beamte, Mitarbeiter des Verteidigungssektors und staatlicher Einrichtungen deklarieren erhebliche Goldbestände in ihren Vermögenserklärungen. Gold als krisensichere, anonyme Wertanlage scheint das Mittel der Wahl zu sein. Ein Fahrer eines Rekrutierungszentrums erklärte Goldvermögen im Wert mehrerer tausend Euro, ein Betrag, der mit seinem offiziellen Einkommen kaum erklärbar ist. In anderen Fällen wurden 1 Kilogramm Gold, größere Edelmetallbestände oder wertvolle Barren gemeldet. Auch Zollbeamte, Lagerverwalter von Munition und ehemalige Staatsanwälte tauchen in den Registern auf. Die Behörden reagieren inzwischen mit regelmäßigen Hausdurchsuchungen, insbesondere bei Rekrutierungszentren. Der Verdacht: Bestechung, illegale Freistellung vom Militärdienst, persönliche Bereicherung und die systematische Absicherung privater Vermögen für eine Zukunft nach dem Krieg. Besonders schockierend ist der Fall eines hochrangigen Beamten der staatlichen Vermögensverwaltung. Laut seiner offiziellen Erklärung
besitzt er rund 5 Tonnen Goldbarren sowie Wertpapiere im Wert von mehreren Milliarden Hryvnia. Der angegebene Aufbewahrungsort Moskau, sein offizielles Jahreseinkommen liegt hingegen bei weniger als 20.000 Euro. Der Wert dieses Goldbestandes übersteigt die offiziellen Goldreserven mehrerer europäischer Staaten. Selbst wenn der Erwerb formal Jahre zurückliegt, wirft allein das Ausmaß grundlegende Fragen auf. Wie glaubwürdig ist ein Staat im Existenzkampf, wenn einzelne Funktionsträger über Vermögen verfügen, die jenseits jeder politischen und sozialen Realität liegen? Wie tief das Vertrauen der Bevölkerung erschüttert ist, zeigen Umfragen. Mehr als 80% der Ukrainer geben an, Korruption sei das größte Problem des Landes, noch vor russischen Luftangriffen. Mobilisierung, Armut und soziale Ungleichheit folgen auf den nächsten Plätzen. Bereits im Sommer 2025 war es zu landesweiten Protesten gekommen, nachdem das Parlament versucht hatte, die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden einzuschränken. Erst massiver öffentlicher Druck führte zur Rücknahme der Pläne. Korruption in der Ukraine ist längst kein rein innerstaatliches Problem mehr. Sie betrifft unmittelbar die Glaubwürdigkeit westlicher Hilfe, die politische Akzeptanz weiterer Zahlungen und die Verantwortung gegenüber den Steuerzahlen in Ländern wie Deutschland. Während hierzulande Haushaltskürzungen, steigende Abgaben und soziale Belastungen diskutiert werden, entsteht der Eindruck, dass ein Teil der Hilfsgelder indirekt in private Goldreserven fließt. An der Front sterben Soldaten, im Hinterland werden Tresore gefüllt. Für die EU-Beitrittsverhandlungen ist Korruptionsbekämpfung ein zentrales Kriterium. Doch jenseits formaler Berichte stellt sich eine grundlegendere Frage. Auch an unseren Ukraine-Kanzler. Wie lange ist Deutschland noch bereit, Milliarden zu zahlen, wenn sich immer deutlicher zeigt, dass ein Teil dieses Geldes nicht der Verteidigung dient, sondern der privaten Absicherung einer habgierigen Elite? Korruption in der Ukraine wird zwar in den Mainstream-Medien angedeutet. Die Politiker reden eigentlich gar nicht darüber. Ich habe das noch nie gehört, dass einer offiziell darüber geredet hat. Dass Gold in die Elite fließt, finanziert auch von deutschen Steuergeldern, ist ein unglaublicher Affront gegen uns alle, die arbeiten und Steuern zahlen müssen. Aber das wird natürlich in Deutschland so gut es geht verschwiegen und auch unser Ukraine-Kanzler hat darüber nie gesprochen. Oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen, dass er darüber gesprochen hat. Alles zum Beginn des Krieges, die Hintergründe zum Krieg in meiner kostenlosen Broschüre Schlachtfeld Ukraine, Angriffs- oder Präventivkrieg. In dieser Ukraine lasse ich erstmals beide Seiten zu Wort kommen, die ukrainische und die deutschen. Und die ukrainische und die russische. Ich habe diese Broschüre bereits 2022 geschrieben. Manche regen sich auf, ja, zwischenzeitlich haben sich manche sind ja objektiver, die machen beide Seiten. Nein, zwei Dinge stimmen nicht. Erstens ist das Ding schon 2022 geschrieben worden von mir. Und zweitens macht man sich in Deutschland ja fast strafbar, wenn man die russische Seite darstellt. Und da haben natürlich unsere Mainstream-Journalisten wiederum Angst um ihre Pöstchen. Was passieren könnte durch die deutsche Unterstützung, die vorbehaltlose deutsche Unterstützung für die Ukraine, was passieren könnte, ist natürlich auch, dass Russland den 2+4-Vertrag annulliert. Welche Folgen das hätte in diesem Buch, da beschreibe ich alle Folgen, was es hätte, wenn der 2+4-Vertrag annulliert werden würde. Ich habe schon einige Videos darüber gemacht und die Russen diskutieren darüber. Putin hat aber noch nicht darüber entschieden. Aber auch die Russen sind nicht so unschuldig. In meinem Buch Deutschland muss vernichtet werden, Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes, beschreibe ich sehr, sehr viele russische Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg, also
Massenvergewaltigungen, Bombardements, Konzentrationslager, Gulags und so weiter. Alles ist in diesem Buch enthalten. In diesem Buch habt ihr erstmalig eine Zusammenfassung aller Massaker an uns Deutschen und erstmalig, das gibt es noch in keinem Buch, eine Liste von allen Massakern an uns Deutschen mit Ort, Opferzahl und Zeit. Die Zahl ist so unglaublich hoch. Es sind mehrere Millionen Deutsche, die umgebracht worden sind, die heute eigentlich keinen mehr jucken. Deshalb dieses Buch. Wenn ihr daran teilhaben wollt, könnt ihr dieses Buch käuflich erwerben. Die Links sind wie immer unten angegeben. Abonniert mich auch bei Telegram. Es ist wichtig, weil ich dort jeden Tag bin und auch Videos und Kommentare zu den YouTube-Videos dort abgebe bei Telegram. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelkrant.de abonnieren. Er ist kostenlos, jede Woche ein Aufreger-Artikel. Nicht immer nur zur zeitgeschichtlichen Themen, auch zu aktuellen Themen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Krant.